das verschwundene Signal. Der Sturm tobte, während Matthias Brenner sich mit verkrampften Händen ans Lenkrad klammerte. Kilometerweit entfernt von der nächsten Zivilisation, tief im Herzen des düsteren Blackwood-Waldes, jagte er einem Signal hinterher, einem, das es gar nicht geben dürfte. Ein Notruf, gesendet auf einer alten, längst vergessenen Militärfrequenz. Und die Botschaft war erschreckend einfach. »Hilfe mir! Es kommt!« Die letzten Koordinaten führten zu einer verlassenen Forschungsstation, tief im Wald verborgen. Auf keiner Karte verzeichnet. Aus allen Akten gelöscht. Zweck unbekannt. Matthias stieß scharf die Luft aus. Das hier war keine gewöhnliche Rettungsmission. Und wenn die Geschichten stimmten, war er nicht allein auf der Suche nach dem, was dort draußen lauerte. Ein Schatten huschte zwischen den Bäumen. Dann verstummte das Signal, nur noch Rauschen. Er brachte den SUV zum Stehen. Die Scheinwerfer durchbrachen den Regen. Er griff nach dem Funkgerät auf dem Beifahrersitz, drehte die Regler. Nichts. Nur Stille. Fluchend schnappte er sich Taschenlampe und Pistole. Die Anlage konnte nicht mehr weit sein. Der Wind pfiff durch die Bäume, ließ sie wie lebendige Wesen schwanken. Der matschige Boden sog seine Schritte auf, als wollte der Wald ihn verschlucken. Dann sei es, ein verrosteter Zaun, überwuchert von Ranken. Dahinter, dunkle, verfallene Gebäude. Die Forschungsstation. Matthias kletterte hinüber und landete leise auf der anderen Seite. Die Luft roch nach Verfall und nach etwas anderem. Metallisch. Vielleicht Blut? Ein Brummen vibrierte durch den Boden. Kein Donner, es kam aus dem Hauptgebäude. Er näherte sich langsam. Die Tür stand offen, bewegte sich im Wind. Innen Chaos. Umgeworfene Tische, verstreute Akten, flackernde Monitore. Und mittendrin ein pulsierendes, rotes Leuchten. Es führte ihn zu einem Kontrollraum. In der Mitte ein alter Radiosender, der Ursprung des Signals. Vor dem Gerät saß eine Gestalt, reglos, mit dem Rücken zu ihm. Matthias hob die Waffe. »Dreh dich um. Jetzt!« Keine Reaktion. »Ich sagte!« Der Stuhl drehte sich ruckartig. Der Mann war bleich, die Augen weit geöffnet, der Mund erstarrt in einem stummen Schrei. Doch es war nicht nur Angst. Seine Brust war aufgerissen, als hätte sich etwas von innen heraus befreit. Ein tiefes Knurren hinter ihm ließ ihn erstarren. Er wirbelte herum. Die Taschenlampe tastete durch die Dunkelheit. Kratzspuren an den Wänden, frisches Blut auf dem Boden, dann ein metallisches Klirren. Etwas war dort. Er folgte dem Geräusch. Vorsichtig, Schritt für Schritt. Eingang, eine Tür. Ebene X Zugang verboten, stand in verblasstem Rot darauf. Sie war aufgebrochen. Matthias trat ein. Der Raum war riesig. Zersplitterte Glastanks. Zerstörte Behälter. Was immer hier war, es war frei. An die Wände gekritzelt. Weck es nicht. Lass es nicht raus. Dann Bewegung. 2 glühende Augen in der Dunkelheit. Ein tiefes Knurren. Es sprang. Schüsse halten. Matthias warf sich zur Seite, überlebte knapp. Das Wesen war schnell. Zu schnell. Er rannte, hetzte durch die Gänge. Doch dann eine zweite Kreatur. Größer, schneller und nicht allein. Weitere Schatten lauerten im Hintergrund. Er war in eine Falle geraten. Die Station war kein verlassener Ort. Sie war ein Grab. Und die Toten wachten auf. In letzter Sekunde stolperte Matthias in einen kleinen Nebenraum und schlug die schwere Tür hinter sich zu. Schwer atmend sank er an die Wand. Dunkelheit, nur sein Atem. Dann ein Klick. Ein Tonband sprang automatisch an. Eine brüchige Stimme flüsterte. »Wenn du das hörst, bist du schon zu nah. Wir konnten es nicht aufhalten. Es lernt. Es imitiert.« Das Band endete in verzerrtem Rauschen. Matthias' Augen weiteten sich. Und dann ganz leise, direkt hinter ihm. Ein zweiter Atemzug. Er wollte sich umdrehen. Da flackerte das Licht. Und alles wurde schwarz.